Venezuela hat die größten Goldreserven der Welt. Da sich das Land aber in einer extremen Wirtschaftskrise befindet, ist die Suche nach Gold für viele die einzige Möglichkeit zu überleben. Allerdings ist die Suche nach Gold besonders hier extrem gefährlich. Kaum eine Mine erfüllt auch nur im Ansatz westliche Sicherheitsstandards. Es wird mit veralteten Methoden, veralteter Technik, hochgiftigen Substanzen und ohne Schutzausrüstung gearbeitet. Nachdem ich im letzten Video die Prozesse kennengelernt habe, werde ich in diesem Video wie ein normaler Arbeiter in der Mine arbeiten. Und das Beste, wir werden in den nächsten Tagen mit Dynamit nach Gold sprengen. Willkommen zurück aus der Mine. Wir wollen heute mit Dynamit die Mine freisprengen, damit wir halt noch mehr Material rauskriegen und damit die Mine ein bisschen größer wird. Leider kann man nicht unten bleiben, wenn es die Sprengung gibt, aber zumindest von oben wird man das auf jeden Fall hören. Und ansonsten schauen wir uns an, was man verdient, wenn man hier mal richtig arbeitet. Und natürlich werden wir trotzdem filmen, wie unten die ganzen Dynamitstangen verlegt werden und so weiter. Es geht wieder in die Mine. Und heute wird hoffentlich richtig Cash gemacht. Wir schleppen eine Menge Säcke mit Material bis zum Aufzug, die noch vom Vortag in der Mine waren. So, jetzt geht's wieder hoch. Wir haben sauber Säcke geschleppt und jetzt werden sie es oben verarbeiten. Und heute Nachmittag wird es richtig geil. Da sprengen wir nämlich mit Dynamit in der Mine rum. Da freue ich mich ja richtig drauf. So, da haben wir unser Material, was wir heute verarbeiten werden. Stück für Stück transportieren wir die Säcke mit dem Motorrad zu den Maschinen. Allerdings braucht das Motorrad für den Berg ein wenig Hilfe. Jetzt wird alles verarbeitet. Wenn ihr die Prozesse genauer sehen wollt, dann könnt ihr euch ja den ersten Teil von meiner Minen-Expedition anschauen. Aber natürlich erst nach diesem Video. Und abonnieren und liken. Das Material wird zerkleinert und über mit Quecksilber eingeriebene Kupferplatten gespült, an denen das Gold hängen bleibt. Die Brocken, die zu groß sind, müssen wir da zuerst nochmal im Crusher zerkleinern. Es waren 31 Säcke, die wir da jetzt durchkaudern. Das könnte heute richtig saftig werden, was da rauskommt. Und mal schauen, was wir dann auch bezahlen. Das Gold-Quecksilber-Gemisch, genannt Amalgam, kratzen wir von der Platte. Mit dem Gasbrenner wird das Quecksilber verdampft, sodass das reine Gold übrig bleibt. So, jetzt haben wir das alles aufgeteilt. Und das haben der eine andere Junge und ich haben jeweils 2 Puntos, also quasi 0,2 Gramm gekriegt. Ist, sage ich mal, enttäuschend wenig, wenn man sich überlegt, dass wir zwar echt sehr, sehr viel von der Arbeit gemacht haben. Aber so ist es halt, wenn man ganz unten in der Nahrungskette ist. Ich werde mal schauen, wenn ich jetzt die nächsten 1, 2, 3 Tage vielleicht mal alleine arbeiten kann, wie viel ich da verdiene. Also so 2 Puntos, das sind so $25 oder so. Da wird jetzt gerade die Tür gebaut. Und dann fehlt nur noch das Dach. Und dann haben sie ein nagelneues Badezimmer. Ja, und hier haben wir gestern Holz drüber gelegt, das haben wir jetzt zubetoniert. Da geht dann halt der Abschluss hin und da ist einfach ein Loch im Boden, wo das halt dann ausgelüftet werden kann. Ja, und hier werden sich dann Stück für Stück diese immer mehr von den Hütten gebaut und die Mine wird quasi immer größer, da können immer mehr Arbeiter hierher kommen. Ja, das ist alles auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil man das von uns so gar nicht kennt. Also da würde ja hier schon das Ordnungsamt kommen, wenn du dir, keine Ahnung, sobald du irgendwie 2 Meter in die Erde gebohrt hast. Ich bin jetzt schon wieder zu Hause. Wir haben jetzt, es wurde jetzt die Sprengung auf morgen verschoben. Heißt heute kein Dynamit, aber morgen hoffentlich dann wirklich. So eine Scheiße, ey. Jetzt haben die da das Dynamit schon hochgejagt, ohne dass ich es gesehen habe. Aber morgen nochmal, morgen kann ich es dann hoffentlich wirklich filmen. Mann, ey, ehrlich, ich warte hier die ganze Zeit und niemand sagt mir Bescheid. Das fuckt mich jetzt echt ab. Aber so auf jeden Fall geil, ey, da raus. Aber man hat tatsächlich nichts gehört, also wenn wir es morgen machen, werde ich vielleicht versuchen, irgendwie die Kamera unten zu lassen. Wenn wir uns mal das Ausmaß des Schadens auf den Dynamit anschauen.
Und dann hoffe ich, dass ich wirklich morgen nicht wieder das verpenne und wir endlich filmen können, wie das Dynamit hier die Mine hochjagt. Das Dynamit wurde im Boden gezündet, sodass jetzt der ganze Boden mit gelösten Gesteinsbrocken und kleineren Steinen bedeckt ist. Die Arbeiter zerkleinern und durchsuchen das Material nach Gold und sortieren die wertlosen Steine aus. Härtere Gesteine wie Basalt oder Andesit enthalten kein Gold. Wir suchen nach dem weißen Quarzgestein, in dem sich oft Gold befindet. Ich muss echt sagen, heute freue ich mich echt richtig wieder rauszukommen. Ich war jetzt echt relativ matsch von der wenigen Luft da und ich glaube, heute war es halt auch dadurch, dass wir gesprengt haben, staubiger noch als sonst. Das hat schon eine gescheppert, ey. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf den ersten Atemzug in der Freiheit. So, wir crushen jetzt das ganze Material und dann müssen wir ewig warten, bis das alles da irgendwie stundenlang durch diese Maschine gerödelt wurde. Ich werde zwar nicht viel kriegen wie immer, aber ich bin mal gespannt, was insgesamt rauskommt. Ich glaube, heute war es echt krass. Natürlich wieder professionell meinen Finger in die Presse kaut. In der Zwischenzeit testen wir die neue Pumpe, mit der das Grundwasser aus der Mine gepumpt wird. Da habe ich jetzt 3 Puntos, also quasi 0,3 Gramm bekommen, also das meiste, was ich bis jetzt an einem Tag gemacht habe. Wie gesagt, man ist halt einfach unten in der Nahrungskette, aber das ist echt eigentlich eine ziemlich gute Ausbeute. Willkommen zurück aus der Mine, wird schon fleißig gearbeitet. Und heute wird hoffentlich mit Dynamit gesprengt und heute werde ich, wenn alles klappt, mit Rosoe mal wieder arbeiten, wo ich mich sehr drauf freue, weil das halt einfach dann für uns ist. Das heißt, wenn man da 2 Gramm Gold rauszieht, dann kriege ich halt auch 1 Gramm davon oder so. Das ist halt schon was anderes, als wenn du mit ganz vielen arbeitest und halt den kleinsten Anteil kriegst. Und leider sind wir hier in Lateinamerika und wenn es heißt, jo, wir machen morgen dies oder das, dann heißt es noch lange nicht, dass das dann tatsächlich auch passiert. Also heute gibt es kein Dynamit mehr. Ich werde euch jetzt einfach Videos einblenden, wie sowas aussehen kann, wenn die richtig viel Dynamit da reinhauen, weil bei uns war es eh nur eine Stange heute. Und dann erkläre ich euch gleich noch unten, wie das genau quasi verlegt wird. Und dann schauen wir heute einfach mit Rosoe, wie viel wir dann heute verdienen. Jetzt geht's wahrscheinlich das letzte Mal nochmal runter in die Mine. Und heute hoffe ich, ehrlich gesagt, dass ich heute quasi mehr oder weniger den mit Abstand größten Verdienst von meiner ganzen Minengeschichte hier mache, weil sonst hat sich die Nummer zumindest finanziell auf jeden Fall nicht gelohnt, obwohl natürlich allein durch die Erfahrung es schon sehr, sehr geil war. Max, what's going on, man? Todo fino. Da kann man erkennen, in der Wand ist zwar auch Quarz hier, man sieht es ein bisschen, aber der ist leider relativ wertlos, weil normalerweise sieht man hier überall so kleine silberne Pünktchen. Das nennen die hier Mika, ich glaube auf Deutsch nennt man es Katzensilber. Ist zwar wertlos, aber es heißt halt quasi, dass da Mineralien drin sind, dass da halt auch dann Gold in den Quarzschichten drin ist. Das hier hat gar nichts, das heißt, hier ist zwar Quarz, das ist aber komplett wertlos. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das genau funktioniert mit dem Dynamit. Und zwar wird mit einem fetten Bohrer, werden hier so Löcher, ich hoffe man erkennt das, so Löcher quasi in den Berg geschlagen. Jetzt hier ist es nicht wertvoll, weil das ist schlechtes Material, aber wenn da halt gutes Quarz ist, wird da quasi nach unten reingebohrt und dann stecken die Dynamitstange rein und dann sprengt das Quarz quasi alles nach oben raus und dann können die halt ganz viel auf einmal rausholen. Wir haben jetzt irgendwie 4 Stunden hier gewartet, es ist jetzt kurz vor 12 und jetzt fangen wir hoffentlich endlich an zu arbeiten. Heute waren wir echt schon wieder ewig unten, also heute haben wir auch echt gut geoxt. Ey, ich hoffe, es sah echt heute nicht nach viel aus. Aber ich hoffe, dass heute ein bisschen was bei rumkommen ist. Jetzt kommt gleich Rosoe noch mit den Säcken nach.
Also die beiden Säcke, das ist jetzt unsere Ausbeute für den Tag. Ich hoffe, da kommt einiges raus. Jetzt läuft die Maschine mit unserem Zeug, jetzt warten wir irgendwie ein Stündchen und dann schauen wir mal, was rauskommt. In der Zwischenzeit bekomme ich noch den Bart gestutzt. Alter, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet. Ich habe einfach gesagt, er soll machen, was er denkt. Oh, no sale mucho. Ist jetzt bei rumgekommen. Fehlt schon ein bisschen was. Es waren 2,6 Gramm. Und es gibt immer 20% quasi an die Mine. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen über 2 Gramm. Macht mich jetzt echt happy. Das heißt, ich habe jetzt echt ein ganzes Gramm noch gemacht. Jetzt fetzt mal nach Hause und dann zeige ich euch mal Kassensturz, was ich jetzt insgesamt über die Zeit in der Mine jetzt verdient habe. Ich zeige euch jetzt mal meine Ausbeute von jetzt 5 Tagen Arbeiten. Und zwar das hier. Sieht nicht nach viel aus, sind aber tatsächlich ungefähr $180, also was weiß ich, 150 Euro oder so. Und ich habe noch $10 mehr gemacht, aber damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie die Währung hier entwertet ist, das hier, ich hoffe man sieht es, dieser Geldstapel hier, das sind $10. Also Inflation haut auf jeden Fall rein. Ja, denkt euch dazu, was ihr wollt. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, aber natürlich wird man hier nicht reich, ist klar. Ich hoffe, es war informativ und wir sehen uns im nächsten Video.